Und mir geht's so dreckig. Mir ging's die ganze Nacht schon dreckig. Gerade massives Urlaubsfeeling. Wir haben jetzt gerade hier so eine süße Grillplatte und einen Salat bekommen. Also hier wird Olivenöl gemacht. Richtig cool noch. Oldschool, zwar ohne Esel, mit Motor, aber trotzdem. Nochmal Medizin? Nein, Was dann? ich hab Dünnpfiff, Daniel. Ui. Noch eine Pause. Orangen, Riesenorangen, ein paar Croissants von heute Morgen, Datteln, Oliven, noch mehr geile Oliven und geiles Obst. Brot. Nach dem Regen und dem Scheiß auf dem Feld ist alles total zugebartelt. Müssen wir hier mal ein bisschen Harz entfernen. Und die Reste, das ist wirklich hier so eine dicke Schicht, die hier unten drin ihr Unwesen treibt. Dann haben wir auch noch einen Bart. Machen wir jetzt mal weg, weil es so schleift und bremst. Meshi Mushki ist arabisch und heißt kein Problem. Eine der nützlichsten Redewendungen, die es so gibt. Ja, wir sind jetzt 60, 65 gefahren oder so. Milli hat nicht so gut. Und jetzt bei so einem Café haben wir kurz gefragt, so, und ob wir da hinten auf dem Feld schlafen können. Und das so, ja klar, da unten auch. Und aus dem da unten auch haben wir dann geguckt, so bei dem Café. Das hat einen richtig schönen Garten hier, muss ich sagen. Also wirklich richtig hübsch, so mit Rosen und alles und eine richtig schöne Grünanlage. Zum ersten Mal haben wir den Luxus, auf echtem Gras zu schlafen. Richtig echtes Gras. Keine Dreck, keine Erde, keine Sandwüste. Gras. Super. Und da werden wir uns jetzt ausbreiten. Ich denke mal heute nur Biwak. Dann kommen wir morgen früh wieder schön gemütlich weiter, ohne nasses Zelt, weil es wird mit Sicherheit dampfig hier, so wie grün wie das ist. Sieht gut aus, oder? Wir haben jetzt gerade noch Tische und Stühle bekommen. Total nett. Ja. Hier ist auch richtig schön, muss man mal sagen. Hübsche Garten haben die, ja. Und Rosen. Ja, und Rosen. Und mir geht's so dreckig. Mir ging's die ganze Nacht schon dreckig. Und ich bin die ganze Zeit aufs Klo gefetzt und Dünnpfiff. Hab mich dann heute doch nochmal aufs Radl gequält. Wir sind jetzt wie viel? 60 Kilometer sogar 16 gefahren. ungefähr, irgend sowas. Und alle 5 Meter hatte ich das Gefühl, ich muss schweiben. Bis jetzt ist nichts gekommen. Gegessen. Nee, ich habe doch so eine Butter oder was es war, ja, habe Butter. ich noch drauf geschmiert. Oder hast du Wir wissen noch nicht, woran es liegt, aber auf jeden Fall geht es mir nicht gut. Deswegen bin ich auch froh, dass wir jetzt hier campieren dürfen und ja, einen Tisch und Stühle mit Lehne haben. Hammer. Kam gerade ein älterer Herr mit einem Tablett und guckt so, wir schneiden hier Zwiebeln und hat dann gemeint, de Kaffee. Hat 2 Kaffee hingestellt, uns angegrinst, noch 2 Plastikbecher mit einem Wasser. Ja, es ist so Also süß. unglaublich nett, total lieb. So ganz selbstverständlich einfach so, ja, geht aufs Haus, vielen Dank, dass ihr hier seid. Also Ich richtig, glaube, die richtig finden lieb. das irgendwie cool, dass wir mit dem Radl fahren. Glaube ich Das auch. ist Das kam auch bei dem unglaublich lieb, die Leute. der gesagt hat, wir dürfen hier schlafen, schon gut an. Wir sind mit den Fahrrädern da gekommen, haben ums Eck geguckt, gesehen so, oh, mit den Fahrrädern, wo seid ihr her? Aus Deutschland? So, oh, Nicola, oh. Das ist richtig süß. Ja, also, cool. die Marokkaner sind unheimlich gastfreundlich. Wahnsinn, und ja. wer was anderes behauptet, der ist hier noch nicht so rumgekommen. Nee, glaube ich auch.
Die Küche ist köstlich, die Leute sind nett, es ist richtig cool. Guck mal, da ist der Pfau. Ja. Hier lebt freilaufende Pfaus. Ich weiß nicht, ob es mehrere sind. Vorne auf dem Parkplatz war auch einer. Ich würde mich riesig freuen, wenn er mal seinen Fächer macht. Ich habe gerade ein massives Urlaubsfeeling. Ich trinke Kaffee in einem Café. Ich meine, um uns rum ist nichts grün. Nichts. Es ist Wüste. So in der Art. Also die Felder sind gerade so dabei, dass sie wachsen. Sie haben sie wahrscheinlich, keine Ahnung, vor ein paar Wochen angesät. Jetzt kommen so kleine grüne Dinger raus, aber sonst ist es nur braune Erde. Und hier, diese Oase, das beruhigt total. Das ist super angenehm, mal wieder grün zu sehen. Jetzt die letzte halbe Stunde mindestens, also eher Dreiviertelstunde damit zugebracht, den Kocher zu reparieren. Der geht mir schon die ganze Zeit ein bisschen auf den Geist, weil das Benzin hier so schlecht ist und der die ganze Zeit zusetzt mit Dreck. Ich muss den jedes Mal sauber machen. Das ist eine Riesenarbeit, da muss man so einen Stift rausziehen und was weiß ich was alles und den sauber machen. Und jetzt ist auch noch die Dichtung kaputt gegangen, dieses kleine Scheißteil hier. Ist kaputt und deswegen war er undicht. Es musste ich, also da kommt dann quasi am falschen Ende das Benzin raus und ja, wenn es ganz blöd läuft, explodiert er. Und ich habe die Dichtung jetzt halt, ersetzt mit Fahrradschlauch. Unglaublich. Das ist unglaublich. Wir haben jetzt gerade hier so eine süße Grillplatte und einen Salat Das ist bekommen Wahnsinn. mit Brot und hier zum Wir sitzen hier nur. Öl und Essig. Wir sitzen einfach nur hier und kochen. Das ist Wir haben einen so Gaskocher lieb. aufgebaut hier unten, das habe ich ja vorhin schon. Der hat uns ein bisschen ausgelacht, wo er den Gaskocher da gesehen hat und hat hier seine geile Platte aufgetischt. Ja. Oh Zu Mann, zweit kamen sie raus. so süß. Müssen wir mit Essig und Öl und allem. Also, boah, krass. Total lieb. Also keine Ahnung, damit haben wir jetzt gar nicht Nicht gerechnet. mehr im Entferntesten. Ich Ja. habe gefragt, ob wir hier auf der Wiese irgendwie schlafen können. Und die so, ja, super. Mach. Wahnsinn, absolut krass. Echt krass, ja. Also ich versuche jetzt mal ein bisschen was zu essen. Ich habe nichts gegessen seit heute Mittag. Nur ein bisschen Brot. Aber ich muss. Mhm. Also einen guten. Bon. Guten Morgen. Es hat in der Nacht geregnet. Deswegen habe ich hier vorsorglich mal das Tarp mit aufgespannt. Also wir sind trocken geblieben. Gott sei Dank haben wir sowas dabei. Ja, dann kam auch nochmal der freundliche Mann, der uns quasi die Grillplatten gestern Abend gebracht hat. Er hat gefragt, ja, ob wir nicht doch reinkommen wollen. Hat er gesehen, dass wir hier was drüber gespannt haben. Ah, Babene, Babene. Also Französisch spricht er nicht und Englisch auch nicht, aber halt dann Spanisch. So, der Kocher funktioniert mal wieder nicht. Der Dani macht fast täglich, eigentlich bei jedem Mal, wenn wir kochen wollen, spinnt er rum und ist verstopft und der Dani wartet den täglich. Es ist halt wieder irgendwas, dass er spuckt und ausgeht die ganze Zeit. Ja. Hier haben wir geschlafen, da wo der trockene Fleck ist. Da drüben tut die Nelly gerade das Tarp zusammentarpen. Und jetzt packen wir zusammen. Da lang und da lang. Immer weiter. Hier raus. Ist eingesperrt. Luft holen. Wir haben gerade am Straßenrand ein bisschen die Map geguckt. Jetzt hat er angehalten und gemeint, dass wir heute doch nicht mehr nach Marrakesch fahren sollen, was wir eh nicht vorhatten, aber kein Problem.
Und dass wir doch zu ihm kommen und dann können wir da pennen und morgen nach Marrakesch weiterfahren. Du sagst, ja, super, machen wir doch. Also, das da vorne in der Ferne ist Tischka. Außen sagt der Hassan, dass hier jede Menge Leute aus Casablanca herziehen und aus Marrakesch, weil es hier in der Nähe ist und der Boden billig wäre und deswegen kaufen die es alle und bauen hier. Voll der Atlas, aber das ist toll. Und die tiefstehende Sonne, die scheint da drauf auf die Facetten. Wahnsinn, ja, Melli sagt fast wie daheim in Garmisch. Nur schätze ich mal ein bisschen höher. Vorne wird Olivenöl gemacht. Echt cool. Oh, krass. Also hier wird Olivenöl gemacht. Richtig cool, noch oldschool, zwar ohne Esel, mit Motor, aber trotzdem. Hier gesamte Oliven mit samt Kern und allem. Da reingematscht. Und dann kommt hier vorne Olivenbrei oder sowas raus, keine Ahnung. Voll süß, wir haben Brot und Tee und Olivenöl hingestellt gekriegt. Wir sollen das bitte essen und trinken. Ja, also hier, der Mansch, der da draußen gemanscht wird, kommt dann hier rein. Zwischen diese, ja, ich würde sagen, weiß nicht, Behälter, Schrägstrich Filter. Da manscht das gerade rein. Ah ne, er manscht es wieder raus. Genau. Und es wird gepresst. Wahrscheinlich über mehrere Tage. Das ist hier so ein Korbgeflecht. Und in diese Körbe, die sind oben offen, kommt dann der Mansch rein. Okay, und hier ist nochmal so eine Mühle. Und er hinten füllt ab. Ja. Das ist der Presssaft, der fließt hier unten zusammen, Gefälleleitung. Fließt hier hinten zusammen, wird dann, ich schätze mal, in mehreren Stufen filtriert und am Schluss dann abgefüllt. Das ist dann aus wie Rohöl sozusagen und das kommt dann bestimmt noch mal in eine andere Filtrierungsanlage, wo dann quasi getrennt wird. Genau, und er macht die hier auf. Noch richtig traditionell. Richtig cool. Das sind die Stops, die ich immer so besonders schön finde. So, wir wollen eigentlich nur mal schnell ein Foto von der Mühle machen, weil wir sowas offen und live noch nie gesehen haben. Normal ist es immer verpackt hinter irgendwelchen Mauern oder halt die Maschine selbst verpackt, sodass du es nie offen siehst, den Prozess. Ja, dann wurde halt aus dem Foto ein, hey, komm doch rein, guck dir unsere Anlage an, da hast du ein bisschen Tee und ein Brot, probieren wir unser tolles Olivenöl. Bis hin zu, hey, wir wollen ein Foto mit dir. Und unglaublich herzlich und lieb und er hat auch gesagt, wenn wir wiederkommen, unsere Fahrradtour sollen wir noch mal vorbeischauen und klasse. Ja, wir essen noch mal alle zusammen dann, wenn er mehr Zeit hat quasi. Das ist so schön. In Deutschland ist jetzt sowas eigentlich nicht. Das ist mir noch nie begegnet. Unsere Zeit in Marokko neigt sich leider dem Ende zu. Wir haben wunderbare Menschen kennengelernt und ein wunderschönes, vielfältiges Marokko durchradelt. Unsere 90 Tage, die wir in Marokko bleiben, dürfen schwinden. Außerdem breitet sich das Coronavirus rasant schnell aus. Dies ist allerdings nicht das Ende unserer Weltreise mit dem Fahrrad. Wenn dir unsere Videos gefallen und du mehr von uns sehen möchtest, freuen wir uns, wenn du es als Patron unterstützt. Mehr dazu und wie das geht, erfährst du auf patreon.com/vagabondsworld. You like our work? Become a patron and get your hands on exclusive Patreon-only content. Now on patreon.com/vagabondsworld.